Servus, liebe Begleiter und hallo aus Bulgarien, endlich mal wieder. Ja, hektische Zeiten, was haben wir gemacht? Darum geht es in diesem Video und am Ende vom Video geht es um ein neues Thema. Da seid ihr dann wieder gefragt, ob ihr Bock drauf habt. Ich bin schon mal gespannt drauf. Kleiner Spoiler, was in diesem Video vorkommt, seht ihr hier, der Stumpen Joe. Josef Bruns wird seine Freude dran haben. Wenn ihr euch für Bonsai interessiert, könnt ihr gerne mal in den Kanal schauen. Ich verlinke euch den unterm Video mal. Auch ein total netter Typ. Und ich zeige euch mal, was wir in der letzten Zeit hier veranstaltet haben. Ein bisschen schmerzhaft, arbeitsreich vor allen Dingen, aber notwendig. Und dazu kommen wir gleich noch. Jetzt bekommen erstmal die Schafe ihr Futter, damit die uns nicht auf die Nerven gehen. Puten geht's auch gut. Sag hallo. Ja. Hey, sag mal hallo, liebe Begleiter. Na? Er hatte ein bisschen Probleme. Deswegen hat er hinten so eine nackte Flanke, den Hinterschenkel. Der hatte so einen Fliegenbefall. Ja, sind halt auch alles Lernprozesse. Die werden im nächsten Frühjahr zeitig geschoren, die beiden. Und dann dürfte das sich eigentlich erledigt haben, dass da sich keine Fliegen in das Fell einnisten, in die Wolle. Gell? Jo. Hallo. Naja, die haben Hunger. Warte mal. Bekommen natürlich auch immer Grünschnitt und Zeug. Ja, genau, küsst du mal die Kamera. Aber nicht mich. Ey. Bekommen natürlich auch immer Grünfutter, aber unter anderem auch dieses Granulat, damit sie eine ausgeglichene Ernährung haben. Die beiden Zwerge. Ja, schau. So. Ja, und auf das Grünfutter sind sie auch gar nicht so erpicht unbedingt. Eigentlich fressen sie viel lieber die Pröfkes, was mir natürlich nicht so gut gefällt. Weil schneiden kann ich hier auf dem Grundstück genug. Ihr Grundstück selber, das kleine Areal, wird natürlich später vergrößert noch. Soweit sind wir leider noch nicht. Aber das halten sie auf jeden Fall schon mal sehr schön kurz. Und später wird dann noch ein ganz großes Stück mit dazu kommen, wo sie dann auch grasen können. Aber soweit geht es denen gut. Bis auf die blöde Geschichte mit den Fliegen, die Napoleon so ein bisschen genervt haben. Ja, aber die Hauptgeschichte ist halt, dass wir etliches an Bäumen bei uns auf dem Grundstück haben, ja, einfach roden müssen. Unter anderem unseren wunderschönen alten Mandelbaum. Aber wie ihr seht, haben wir die Kiddies da. Die wachsen auch schon wieder. Da wird also wieder neues Grün entstehen. Neue Bäume. Kein großer Verlust. Die Natur macht das schon. Ja, ebenso wie den alten Baum. Ist jetzt voll im Gegenlicht. Ich hoffe, ihr seht da was. Der wollte gar nicht mehr. Die Apfelbäume und den Pflaumenbaum da hinten auf der anderen Seite, die treiben wie blöde, eigentlich viel zu gut. Die hatte ich ja so radikal beschnitten und da warte ich jetzt, dass das Laub weggeht und dann wird er wieder ausgelichtet. Ja, die ganzen Abschnitte von den ganzen Bäumen, vor allen Dingen hier
Das Mandelbaumholz liegt schon da und wird, wenn die Witterung es zulässt, in Flammen aufgehen. Was sollen wir da alles mitmachen? So viel frisst unsere Totholzhecke dann auch nicht. Und dementsprechend müssen wir das einfach runterfackeln. Hilft alles nichts. Auch unseren schönen alten Apfelbaum hat es in Mitleidenschaft gezogen. Da ist ein Mörderast von selber runtergebrochen. Und dann haben wir uns entschieden, wenn wir schon einmal am Sägen sind, nehmen wir den auch mit ab. Ebenso wie hinten den Kirschbaum. Schaut natürlich alles noch im Moment ein bisschen vogelwild aus. Aber der wird auch noch in Form gebracht. Da will ich noch mal abwarten bis nächstes Frühjahr, wie und wo der wieder austreibt. Und dann wird er auch von den Seitenästen noch einige verlieren, damit er wieder kompakter wird. Ja, was gibt's noch zu berichten? Was haben wir noch gemacht? Hier oben. Schau mal da. Einen neuen Kaminzug. Ab Dachrinnenhöhe habe ich den komplett erneuert. Und ja, das war einfach notwendig, weil ich einen blöden Fehler begangen habe. Ich habe damals bei dem Originalkamin, das sind so Hohlblocksteine, die haben Aussparungen in den Steinen drin. Und in die 4 Ecken habe ich Eisenstangen reingemacht, weil ich es für eine gute Idee hielt. Lasst es bitte bleiben, macht es um Gottes Willen nicht. Durch die Hitze, die da oben entsteht, bewegt sich das Metall im Stein und reißt den Stein auseinander. Also den musste ich leider komplett erneuern, ab Oberkante Dachrinne. Und der Rest ist okay. Ja, was mit euch? Alles tutti? Die legen immer noch fleißig Eier. Gehen mal ein bisschen rum, dass wir nicht doppelt durch den Draht schauen müssen. Ist auch vom Lichteinfall wahrscheinlich ein bisschen besser. Jo. Da wird fleißig Eier gelegt. Wir müssen jetzt nur gucken, wer genau davon ein Kerl ist, weil der ist dann schon vermittelt, der geht dann weiter und darf sich dann wieder fröhlich vermehren und unser Chef hat dann wieder seine Ruhe. Der Rest von denen wird bis auf eine Pute irgendwann geschlachtet. Müssen wir halt schauen, wann, wenn sie ihr Schlachtgewicht haben. So. Aber die sind alle gechillt. Aber er ist schon ein Prachtkerl, ne? Ja, abgesehen davon haben wir auch unsere ganze Grundstücksgrenze, das ist auch wieder ein Satz, auch bereinigt, oberhalb vom Zaun das ganze Grünzeug weggesäbelt und es will auch noch alles verbrannt werden. Es war jetzt ein bisschen zu öde, um euch das auch noch zu zeigen, aber die Arbeit geht nicht aus. Und wir kommen ja gleich noch zu einem anderen Thema, zu einem neuen Projekt, wo ihr dann gefragt seid. Und dann kommen wir noch zu einem Update vom Wein, der es mir tatsächlich wirklich richtig übel genommen hat, was ich ihm im letzten Frühjahr angetan habe. Also ihr seht, gewachsen ist er schon, aber normalerweise müsste der um diese Jahreszeit total vollhängen mit prallen, geilen Früchten und da kommt so gut wie nichts.
Die trocknen alle weg, wie ihr es hier sehen könnt. Ja, da ist nichts mit Ernte dieses Jahr. Ist mir aber auch vollkommen schnurz, weil wir brauchen die eh nicht. Da hängen noch ein paar prallere dran, ob ihr die sehen könnt. Jo, und ansonsten das Übliche, die Weinpocken, wie jedes Jahr. Aber das hat ihn noch nie daran gehindert, üppig und viel zu tragen. Aber dieses Jahr schmeißt er einfach alle Früchte ab. Wie gesagt, für mich kein Verlust. Wir brauchen das Zeug nicht unbedingt. Und wahrscheinlich werde ich ihn auch im nächsten Jahr nochmal wieder so eine Radikalkur verpassen, weil das ist mir alles noch zu unkontrolliert und zu wild hier. Es ist mehr eine Beschattungsanlage, eine natürliche, als dass wir jetzt die fette Weinernte bräuchten. Und von daher ist es wurscht, aber es ist schon interessant zu beobachten, wie so eine Pflanze dann doch reagiert, wenn man da ein bisschen rabiater dran rumschneidet. Ne? Das hat dir nicht so gut gefallen, augenscheinlich. Naja, macht nichts. Direkt bei dem Wein haben wir auch noch ein riesengroßes Gebüsch und Flieder. Auch das werde ich in seine Schranken weisen müssen. Es wird auch noch eingekürzt. Hängen jetzt auch noch ein paar kaputte Äste von dem Kirschbaum, der direkt über uns ist. Da ist er. Da hängen noch ein paar Äste drin. Und ja, das kommt alles weg. Aber wir haben immer wieder ein paar Farbtupfer im Garten. Hui, wer warst du? Irgendwas ist da gerade weggesprungen. Vielleicht eine Eidechse oder so. Ja, das freut das Auge dann ja auch, wenn man wieder so ein paar Blümchen sieht. Der Winter ist noch lang genug. Da muss man sich über jede Blüte freuen. Womit ihr jetzt erstmal wieder auf dem Laufenden werdet, was bei uns so passiert ist in letzter Zeit und was wir gemacht haben und was wir noch machen müssen. Da ist noch ein bisschen Arbeit dabei. Vielleicht können wir ja auch nochmal einen Livestream machen, wenn ihr Lust drauf habt. Schreibt es einfach in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, seid gespannt auf das nächste Projekt. Da seid ihr voll gefragt. Ja, das machen wir gemeinsam. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall den Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. So ein kleiner Spoiler. Mehr sage ich mal nicht. Ja, ja, leider notwendig, die ganze Geschichte mit der Baumschneiderei. Weil, wenn ihr euch hier den Kollegen anschaut, ja, dann seht ihr mal, wie so alte Bäume aussehen, und die willst du halt nicht in deiner Hausnähe haben und die willst du auch nicht beim Sturm über dir haben, wenn da so ein Prügel dann runterbricht. Ja, Bäume sind alt, müssen halt nach und nach weichen, und dann pflanzen wir halt eventuell neue. Wir haben da auch wieder Pläne ohne Ende. Und ja, wenn ihr es nicht verpassen wollt, auf jeden Fall dabei bleiben. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch.